Ein neuer Kraftstoff erobert das deutsche Tankstellennetz. Sein Name HVO 100. Wenn man so will, eine Art Biodiesel, da dieser Kraftstoff umweltfreundlich ist und vor allem aus erneuerbaren Rohstoffen, also aus pflanzlichen Abfall- und Reststoffen wie Frittierfett hergestellt wird. Überall in Deutschland arbeiten deshalb Servicetechniker wie Nils Mohr von der Firma Heuer derzeit unter Hochdruck daran, die Zapfsäulen umzurüsten, damit die Betankung so schnell wie möglich stattfinden kann, wie hier an einer Heuer-Tankanlage in der Nähe von Magdeburg. Das Umstellen ist sehr intensiv. Es bedeutet viele Termine eng hintereinander getaktet, viele Koordination und Abstimmung mit den einzelnen Leuten. Das heißt wirklich an jede Tankstelle einmal ran, schnell einfach versuchen, so viel wie geht zu schaffen, umzukleben, das Produkt neu einzuführen und HVO 100 auch für den Endverbraucher zur Verfügung zu stellen. Wir versuchen uns da tatsächlich auch im äußersten Limit zu bewegen, um viele Stationen zu schaffen. In Ländern wie Italien, Österreich und in weiten Teilen Skandinaviens kennt man HVO 100 Diesel bereits. Doch hierzulande wurde lange mit der Einführung gezögert. Gerade erst hat der Bundesrat HVO 100 Diesel als Kraftstoff freigegeben. Die lange Zeit bis zur jetzigen Entscheidung lag nicht etwa daran, dass der neue Kraftstoff zu Schäden an den Dieselmotoren führen könnte, sondern an den Politikern, die sich in einen ideologischen Richtungsstreit um die Zukunft des Dieselantriebs verzettelt hatten. In Deutschland sind die Politiker immer unter Beobachtung und jede Äußerung wird auf die Goldwaage gelegt. Jeder, der sich traut zu sagen, der Ausstieg aus dem Diesel, der schon beschlossen ist, kommt doch nicht. Der hätte sich einer Kritik aussetzen müssen. Und das war ein Hinderungsgrund, sich mit HVO 100 tatsächlich auseinanderzusetzen. Jetzt hat das Gott sei Dank geklappt, dass man erkannt hat, wir setzen auf die Technologie Diesel, aber wir tauschen den Diesel aus. Was zunächst wie ein ausschließlich vom Kraftstoffhandel gesteuertes Argument aussehen könnte, wird von der Transportbranche bestätigt. Doch warum wurde die Einführung von HVO 100 Diesel in Deutschland so lange verzögert, wodurch den neuen Kraftstoff doch die CO2-Belastungen von jetzt auf gleich zwischen 80 und 90% reduziert werden können? Auch Branchenkenner wie Joachim Fehrenkötter, selbst Spediteur und immer auf der Suche nach Lösungen, die dazu beitragen können, die Belastungen des deutschen Speditionsgewerbes zu reduzieren, haben darauf nur eine Antwort. Es war die Politik, die HVO 100 als Beitrag zur CO2-Reduzierung blockiert hat. In Norwegen, in Holland gibt es HVO 100 schon länger, schon sehr verbreitet. Das ist bei uns, als wenn es totgeschwiegen worden wäre. Die Politik hat das wirklich nicht forcieren wollen, weil man ja als erstes Mal über Verbrenner ausgesprochen hat und nicht über echte Möglichkeiten, relativ zeitnah CO2 zu reduzieren. Und natürlich, wir werden noch über 10 Jahre eine unglaubliche Anzahl von Verbrennern auf den Straßen sehen. Und es wäre natürlich richtig, und es ist richtig, als erstes mal zu überlegen, wie ich da reduzieren kann. Und da ist HVO 100 eine Riesenchance. Die CO2-Abgaben und die Erhöhung der Lkw-Maut haben in vielen Betrieben zu dramatisch gestiegenen Kosten geführt und eine Protestwelle ausgelöst. Vielfach werden die Betriebe alleine gelassen, weil sie die Mehrkosten nicht weitergeben können. Lkw-Fahrer gingen zu Tausenden auf die Straße und beteiligten sich überall in Deutschland mit ihren Lkw an Demonstrationen. Verschärft wurde die wirtschaftlich schwierige Lage des Gewerbes durch die Diskussion um die Einführung des Elektro-Lkw und andere alternative Antriebe, wie zum Beispiel Wasserstoff. Diese Energien sind zwar lokal emissionsfrei, sie erfordern aber erhebliche Investitionen in den Fuhrpark und diese werden nicht mehr gefördert. HVO 100 Diesel als Kraftstoff kann also jetzt dazu beitragen, den extremen Druck auf die Branche zu nehmen und ist für viele Transportunternehmen so etwas wie ein Silberstreif am Horizont. Zumindest entfällt jetzt die Diskussion über den Austausch der Fahrzeuge und zwingt nicht dazu, vorschnell in neue Technik zu investieren, deren Unterhalt und Wiederverkauf sich kaum kalkulieren lässt.
Der Kostendruck auf die Spediteure ist enorm. Das liegt an hohen Spritkosten, das liegt an Mautgebühren. Der laufende Prozess ist schon schwierig zu managen. Jetzt kommt dazu die Frage, in welche Technologie investiere ich? Ich muss einen neuen LKW kaufen, einen Strom-LKW, einen Wasserstoff-LKW. Ich muss investieren in Technologie. Das umzulegen auf den Auftraggeber, auf den Endkunden, ist schwierig. Die laufenden Kosten sind nachvollziehbar. Meine Strecke hat Geld gekostet. Und das ist der Vorteil von HVO 100. Ich muss nicht in Technik investieren. Ich muss nur die geringen Mehrkosten für HVO gegenüber Diesel kompensieren. Viele Spediteure bestätigen diese Sicht der Dinge, auch wenn HVO 100 Diesel im Vergleich zum herkömmlichen Diesel zunächst zwischen 15 und 20 Cent pro Liter teurer sein wird. CO2 zu reduzieren geht aktuell zunächst nur über zum Beispiel batterieelektrische Antriebe. Ja, HVO 100 bietet hier einfach die Möglichkeit, CO2 zu reduzieren, ohne dass in Infrastruktur investiert werden muss, in neue Fahrzeuge, in Prozesse. Da haben wir einfach die Möglichkeit, jetzt relativ schnell umzustellen, ohne alles auf den Kopf zu stellen, ohne alles neu zu investieren. Und das nimmt tatsächlich Druck von uns und natürlich dann auch von der Branche. HVO 100 gilt als umweltfreundlich, weil die Rohstoffe dazu nicht extra für die Produktion angebaut werden müssen. Er ist sozusagen ein Abfallprodukt, das veredelt wurde. Während des Wachstums haben die darin enthaltenen Pflanzen CO2 aus der Atmosphäre gebunden, das beim Verbrennen des Kraftstoffs im Dieselmotor nun wieder freigesetzt wird. An der vollständigen Klimaneutralität scheitert der Biodiesel vor allem, weil natürlich Transportwege für den Kraftstoff berücksichtigt werden müssen. Im Ausstieg aus dem Diesel müssen wir Tempo aufnehmen. Und Tempo aufnehmen geht durch HVO 100 sehr gut, denn ich kann sofort heute umstellen. Ich kann anfangen, HVO in den Tank zu füllen, auch wenn noch Diesel drin ist. Das kann gemischt werden. Ich kann morgen, wenn ich eine Tankstelle treffe, wo es kein HVO 100 gibt, wieder Diesel tanken und übermorgen wieder HVO 100. Das schafft dem Spediteur Luft, ohne Investitionen und ohne Umrüstung des LKW direkt die Reduzierung des CO2 zu schaffen. HVO 100 wurde inzwischen von den Herstellern der meisten aktuellen Diesel-Lkw und Diesel-Pkw als unbedenklich eingestuft und freigegeben. Auf welchen Preis sich HVO 100 tatsächlich später einpendelt, wird die Nachfrage regeln. Dennoch rechnen Anbieter wie Heuer mit einer starken Nachfrage. Hintergrund ist vor allem, dass die Auftraggeber vieler Speditionen tatsächlich inzwischen einen hohen Wert auf CO2-reduzierte Transporte legen und zeigen wollen, dass sie das Thema Klimaschutz sehr ernst nehmen. Trotz der Mehrkosten hat dieses Thema also Gewicht in der Branche. HVO 100 zeigt ja, dass wenn man ins Detail geht und genau nachdenkt, wo entsteht CO2, wo haben wir noch Ressourcen, die wir zu Treibstoff verarbeiten können, die ansonsten ja Abfall gewesen wären. Das ist ja nun mal bei HVO 100. Das sind ja alte Fette und alte Öle, was da alles verarbeitet wird. Das ist ja vorher wirklich aufwendig entsorgt worden. Und das zeigt einfach, man muss immer wieder nachdenken und vor allen Dingen ergebnisoffen nachdenken und wirklich in alle Richtungen denken und nicht sich auf eine Sache konzentrieren und sagen, das ist jetzt der heilige Gral und dem wollen wir jetzt folgen. HVO 100, ein umweltfreundlicher Kraftstoff also, der die Transportbranche in den kommenden Jahren begleiten wird. Kein Wunder, dass sogar bei der 20. Deutschlandfahrt für historische Nutzfahrzeuge im Sommer ein Tankzug von Heuer mit dabei ist, um die Olis zu betanken. So beweist dann auch die Tour der Legenden, dass der neue Kraftstoff selbst für klassische Nutzfahrzeuge kein Problem ist.